Hallo wieder zu einer neuen Ausgabe von On Tour. Wir sind hier im Zentrum von der Mahadevi im 16. Bezirk, wo Meditationen, Mantras singen, Yoga so veranstaltet wird. Und heute habe ich den Dr. Heinrich Hechenblaickner bei mir. Der ist Zahnarzt, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Wie gehen Sie auf Patienten zu, die zu Ihnen kommen, oder wie sehen Sie das von der Zahnmedizin her? Für mich ist es einmal ganz wichtig, den Menschen als Mensch zu sehen und nicht als Patient. Das heißt, für mich hängt an einem Zahn wesentlich mehr als nur der Zahn alleine und nicht nur das Zahnbett. Ganz gleich, es hängt für mich Körper, Seele, Geist daran und es gehört auch für mich eine gewisse soziale Verträglichkeit der Zahnheilkunde dazu. Weil ohne diese soziale Verträglichkeit wird teilweise die Zahnheilkunde, so wie sie zurzeit propagiert wird und wie sie immer mehr durch die Industrie gepusht und gefördert wird, finanziell nicht mehr leistbar. Und das ist etwas, was mir eigentlich gegen meine Ethik geht. Wird eigentlich Amalgam noch immer verwendet? Amalgam wird teilweise noch immer verwendet. Das Problem in der österreichischen Zahnheilkunde ist, dass die Basis des Kassenvertrages auf das Jahr 1957 zurückgeht. Seither wurden eigentlich immer nur kleine Adaptionen in der Preisgestaltung gemacht. Es ist zwar verboten, Kindern bis 15 Jahre jetzt Amalgam zu legen. In Schweden ist seit 2016 sämtliches Amalgam verboten. Wobei ich im Laufe meiner Tätigkeit, und das sind immerhin jetzt auch schon 30 Jahre, darauf gekommen bin, ich bin weder ein Befürworter von Amalgam noch ein Gegner, weil es absolut individuell angeschaut gehört. Ich bin darauf gekommen, je sensibler der Mensch ist, umso mehr Amalgam hat er teilweise im Mund, um überhaupt die ganzen Einflüsse von außen, die auf ihn einkommen, überhaupt kompensieren zu können. Das heißt, das homöopathische Arzneimittelbild vom Quecksilber ist eine leichte Sedierung und Dämpfung. Es kommt natürlich im Laufe des Reifungsprozesses, den jeder von uns durchläuft, ob freiwillig oder unfreiwillig, es bleibt keinem erspart, dazu, dass das Amalgam dann zu einem Problem werden kann, dass es blockt und vor allem die Ausscheidung blockt. Dann muss man natürlich schauen, wie man das Ganze macht. Und es würde eigentlich korrekt sein, dass man bei jedem Zahn das Füllmaterial, das dann passagier hineinkommt, vor eine endgültige Versorgung kommt, austestet. Das heißt, Sie würden auch Amalgam verwenden, wenn der Körper jetzt sagt, ja. Ich verwende seit 1995 kein Amalgam mehr. Ich bohre eigentlich nur aus und mache die Ausleitung dazu, wobei für mich ab einer gewissen Phase eine Ausleitung ohne Infusionstherapie nicht möglich ist. Und wie ist also jetzt anderes Thema, also ich komme ja aus der Zahntechnik, ich war 14 Jahre Zahntechnik, also ich hoffe, es wird nicht zu sehr Fachgespräch jetzt. Bei der Orthopädie habe ich es gemerkt, also bei der Zahnortho, weil ich bin ja jetzt Therapeutin und ich merke jetzt bei den Erwachsenen, also früher, wie ich gelernt habe, war das überhaupt nicht üblich, an Erwachsenen irgendwelche Brackets, also diese Punkte mit den Schienen da, oder überhaupt Schienen zu geben und was das dann für einen Effekt hat bis zur Wirbelsäule. Die Kieferorthopädie hat für mich, übersieht sie ein ganz großes Grundproblem. Wenn ich eine Zahnregulierung andenke, dann muss ich mir zuerst einmal diesen Konstitutionstypus anschauen. Wenn der jetzt zum Beispiel eine Klasse 2, das wäre eine Rücklage des Unterkiefers, ich möchte jetzt auf die Unterabteilungen gar nicht so genau eingehen, hat und der wird jetzt in der Orthopädie auf eine Klasse 1 reguliert, stülpt man ihm einen anderen Konstitutionstypus über. Und das heißt, für mich ist die Klasse 2 eine Klasse, der schaut sich die Situation an, ich sage zu ihm, schau dorthin, er sagt ja und dann geschieht einmal eine lange Zeit nichts. Das heißt, er überlegt sehr lange und dann reagiert er. Während der Klasse 1 Typus ist, wo ist das Problem, lösen wir, machen wir, tun wir. Das ist ein Riesenspagat, den er eigentlich mit der Psyche dann ausgleichen muss. Und daher ist auch die Notwendigkeit, wenn ich jetzt in der Kieferorthopädie jemanden auf eine Klasse 1 reguliere, dass der ein Leben lang im Unter- oder Oberkiefer im Frontalbereich einen
wie Zähne trägt, weil sonst die Zähne wieder in die Originalstellung zurückgehen, weil einfach der Konstitutionstypus mächtiger ist als das aufgezwungene. Also Biss heißt einfach, wie die Zähne zueinander verzahnt sind, also für die Leute, die es halt nicht wissen. Und dann gibt es ja dann links eine Einser, rechts ein Zweier, da gibt es ja auch noch verschiedene Unterklassen. Ja. Ganz klar. Ja. Und was ich halt eben gemerkt habe, ist eben bei den Kindern, wie massiv das halt in den Kopf eingreift. Ja. Bei dem Faszientraining, wenn du mit den Leuten Faszientraining anfängst mit den Augen, ist mir jetzt nämlich aufgefallen, was die im Kiefer und an der Schädelbasis auf einmal für Spannungen kriegen. Ne? Das ist ganz klar, diese Spannungen sammeln sich primär mal im Extrazellulärraum in der Kaumuskulatur. Man darf ja nicht vergessen, dass der Masseter einer der kräftigsten Muskeln im gesamten Körper ist und beim Erwachsenen kommt im Bereich des ersten großen Mahlzahnes, also des ersten Molars, auf diesen Quadratzentimeter doch das 8- bis 10-fache des Körpergewichts an Kaukraft zusammen. Das nächste ist natürlich, dass bei einer Regulierung eine Zwangssituation gemacht wird, die sehr wohl psychische Einwirkungen hinterlässt. Und da ist auf jeden Fall mit einer Spagyrik zu arbeiten, damit die Kinder diesen Stress nicht hinunterschlucken und dadurch kommt es nämlich in weiterer Folge zu einer Autoaggression, die sich wiederum störend auf die Energiekreisläufe auswirkt. Okay. Und wenn wenn die Zähne jetzt so schlecht beieinander sind, dass man sagt, wir müssen jetzt eine Krone brauchen oder einen Stift, wie gehen Sie da an? Oder Brücke? Erstens einmal muss ich schauen, wieso ist es zu dieser Situation gekommen? Was steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Weil wenn ich sofort sage, eine Krone natürlich, wenn der Zahn erhaltenswert ist, ist die Überlegung einer Krone gegeben. Aber wieso ist er in dieser Situation? Was ist dabei? Wie schaut seine Ernährung aus? Wie schaut die Mundpflege aus? Was für ein Stress welchem Stress ist dieser Mensch unterworfen? Und wenn diese Sachen alle berücksichtigt sind, dann kann man darüber reden. Und jetzt hat man natürlich unterschiedliche Materialien. Das eine ist die klassische Vollmantelkeramik, das heißt, da habe ich drunter ein Metall als Käppchen, das den beschliffenen Stumpf überkront und darüber kommt dann eine Keramikmasse, und zwar ist das eine Flussspatkeramik, die vom Aufbiss nicht so hart ist wie die synthetische Keramik, die ich bei einer Zirkonkrone verwenden muss. Weil bei einer Zirkonkrone ist das Käppchen aus Zirkonoxid. Also kein Metall? Nein, das ist kein Metall, aber es hat natürlich metallische Partikel. Das Schlagwort metallfreie Restauration, wenn ich das ganz genau nehme, die gibt es gar nicht, weil in dem Moment, in dem ich nicht ein reines Weiß nehme, sondern eine Farbe in die Keramik hineinmische, habe ich ein Metalloxid dabei. Das geht gar nicht anders. Also komplett ohne Metall ist eine Restauration gar nicht möglich. Dann gibt es natürlich das, was früher sehr en vogue war, das waren Bioclus, also das sind verträgliche Goldlegierungen, die natürlich zurzeit im Preis relativ hoch sind, aber wenn vorher das Amalgam ausgeleitet worden ist, ordentlich, so wie es gehört, und der Mensch mindestens ein halbes Jahr, besser wäre 1 bis 1,5 Jahre, eine elektroneutrale Füllung gehabt hat, dann kann ich daran denken, dann muss ich diese Füllung noch einmal tauschen, vor der Kronenbeschliff kommt, und dann kann ich daran denken, eine Krone zu beschleifen. Was ist der Vorteil einer Edelmetalllegierung? Sie ist einfach weicher. Währenddessen die VMK-Krone schon bedeutend härter ist und um vieles härter ist natürlich eine Zirkonoxid-Krone, und die neigen natürlich auch dann zum sogenannten Splitting, das heißt, beziehungsweise Chipping, dass gerne Teile der Keramikfacette abspringen, wenn es nicht ganz genau passt. Ja, oder dass der Gegenzahn sich so stark abreibt. Oder vor allem das Zahnbett des Gegenzahnes geschädigt wird und dadurch eventuell sogar eine Parodontale, also eine Zahnbetterkrankung zustande kommen kann. Wenn jetzt ein Zahn fehlt, das ist ja ein Klassiker, und kommt jetzt halt immer mit Implantat, also ich selber mag es nicht. Von Anfang an, ich weiß nicht, warum ich nicht wehre. Was macht man jetzt, wenn man kein Implantat will und keine Brücke? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es dann nur ein Langzeitprovisorium gibt. Das ist eigentlich ein Flexiplast
Gestell, das ist ein Kunststoff, der thermisch verformt wird. Da habe ich kein Monomer drinnen. Der Nachteil dieses Flexiplast, das war zum ersten Mal in den 50er Jahren bereits am Markt, ist, dass es nicht dicht ist und dass sich dadurch Keime einsiedeln können. Also ohne jetzt zu sagen, einen Brückenverband zu machen. Einen Brückenverband ist dann indiziert, wenn unter Umständen beide benachbarten Zähne, also die der Lücke benachbart sind, bereits eine Füllung haben. Dann muss ich nicht einen Zahn anschleifen, einen gesunden Zahn. Wenn diese Zähne gesund sind, dann bin auch ich, obwohl ich nicht das in meiner Ordination mache, der Meinung, es kommt ein Implantat in Frage, wobei wir zwei Grundtypen haben. Das eine ist ein Zirkonimplantat, das wurde 1964, hat der Professor Sandhaus in Lausanne entwickelt. 1964 schon? Bereits, ja. Aha. Also das ist aus Keramik? Ja, das ist aus Keramik. Allerdings hat sich das relativ schwer durchgesetzt. Und das andere wäre ein Titanimplantat, wobei wir heutzutage das Problem haben, dass es fast keine reine Titanimplantate mehr gibt, sondern nur mehr Titaniumimplantate. Das heißt, das ist nur mehr 25% Titan, der Rest sind andere metallische Legierungen. Bevor jetzt derjenige sich ein Implantat setzen lässt, empfehle ich auf jeden Fall den sogenannten Lymphozytentransformationstest. Das ist ein Bluttest, der mir die Verträglichkeit dieser Legierung austesten kann. Das wäre für mich überhaupt bei jeglicher Implantologie State of Art, dass zuerst eine ordentliche Beratung stattfindet, man auch mit dem Menschen sprechen muss, wie seine Lebensumstände sind, wie er seinen Stresslevel, den er auf jeden Fall hat, reduzieren kann. Dann dieser Lymphozytentransformationstest, und wenn der positiv ausgeht, dann kann ich als Zahnarzt nichts dagegen haben, wenn er sich dann wirklich ein Implantat setzen lässt. Also das wäre auch für Knie und Hüfte auch interessant dann, oder? Natürlich wäre es für Knie und Hüfte interessant, wobei der wichtigste Punkt bei dieser ganzen Sache die Übersäuerung des Extrazellulärraums oder des Interstitiums ist, und das gehört zuerst einmal festgestellt. Und dann muss man dazu auch natürlich schauen, dass 30-70% der Gewebsübersäuerung stressinduziert sind. Stress mit sich selbst, Stress im Beruf, Stress mit der Familie, Stress mit den Zielen, die man sich stellt, natürlich auch die Partnerschaft, ganz klar. Und also jetzt, Sie wissen jetzt zum Beispiel nicht, wenn wer kommt, ob der jetzt ein künstliches Knie oder eine Hüfte hat, weil es vergisst im Stress oder was. Ja. Und Sie sagen jetzt, okay, also das wäre jetzt super, wir machen da jetzt ein Metall. Fängt es dann an, also ein Metallimplantat, fängt es dann an, im Körper zu interagieren? Natürlich. Über die Säure? Nicht nur über die Säuren, sondern der Professor Gleditsch hat es so wunderbar gesagt, Zähne sind mehr oder weniger Endpunkte oder Sicherungspunkte von Meridianen. Das heißt, ich kann über eine Mundakupunktur sowohl dort am Zahn wirken, als auch eine Fremdwirkung am entsprechenden Organ haben. Und da gibt es das berühmte Zahnorganschema, das der Dr. Kramer, das war ein Nürnberger Zahnarzt, gemeinsam mit Dr. Voll in den 50er Jahren im vorigen Jahrhundert bereits entwickelt hat. Und das ist für mich eigentlich eine unverzichtbare Basis, dass ich weiß, welcher Zahn welchen Organsystemen zugeordnet ist. Ja, das wäre mir schon spannend. Und wie ist das dann, wenn jetzt ein Zahn gezogen wird? Heißt das dann, das betreffende Organ ist dann agiert über oder gar nicht mehr? Das kommt darauf an, ob dieser Zahn jetzt natürlich eine Blockade, ein Störfeld war und auf das Organ reagiert hat oder ob das Organ auf den Zahn reagiert hat. Das ist keine Einbahn, sondern das ist vice versa, und das gehört vorher wirklich über ein Testverfahren ausgetestet. Wie testen Sie das? Ich teste das mit einem vegetativen Reflextest. Das ist eine Modifizierung. Die ersten, die das gemacht haben, war die Elektroakupunktur nach Dr. Voll, aber das war mir einfach zu komplex, weil zu viele Punkte im Körper. Dann hat es die BFD gegeben, und die Weiterentwicklung nach der BFD war dann der vegetative Reflextest, der eine Ja-Nein-Antwort gibt. Also ein Muskeltest, ein kinesiologischer? Nein, das ist ein Gerätetest, wo ich über den Hautwiderstand messe und habe eine Ja-Nein-Antwort. Ich könnte es natürlich auch kinesiologisch machen, wobei ich wiederum unterscheiden muss zwischen der Physioenergetik mit dem Armlängenreflex nach Raphael von Asche oder über die AK.
die eigentlich in Österreich nur Ärzten vorbehalten ist. Und wie tun Sie den Mund akupunktieren oder Zahn akupunktieren? Ich kann einfach auf diesen Mundakupunkturpunkt eine Spritze setzen, zum Beispiel mit Isopathie, Gleiches mit Gleichem, um eine Reaktion im Organismus auszulösen. Also ein homöopathisches Mittel? Ein homöopathisches Mittel, ja, dort instillieren und schauen, was das für Wirkung macht. Verstärken kann man es natürlich dann durch eine Lesetherapie dazu. Okay. Und bei zum Beispiel Wurzelspitzenentzündungen, Eiterungen oder so, wie gehen Sie da an? Was ist Antibiotika aus Ihrer Sicht? Das Problem der Antibiotikatherapie ist, es gibt für Parodontaltaschen die sogenannten Periochips, die sind antibiotisch vorbehandelt. Ich versuche das zu vermeiden, weil für mich ein Antibiotikum das Mittel der letzten Wahl ist. Weil im Prinzip der Organismus sich nicht selbst schadet, genauso wie die Natur. Das heißt, wenn ich einen Entzündungsprozess habe oder wenn ich jetzt allgemein gesehen Fieber habe, Durchfall, Kopfschmerzen, das sind alles Versuche des Körpers zu entgiften und da sollte ich den Körper in der Entgiftung unterstützen und natürlich überwachen entsprechend, damit ich dann, wenn es wirklich sein muss, mit einem Antibiotikum auch eventuell sogar systemisch eingreifen kann, wenn es notwendig ist. Damit wirkt es dann, damit erzeuge ich keine Resistenzen. Das Wichtige, was zu einer Antibiotikatherapie für mich dazu gehört, ist gleichzeitig die Ausleitung der entstehenden Bakterienbestandteile, sonst verbleiben die vor Ort. Und das ist das Typische, was man bei Kindern auch hat, immer wieder jedes halbe Jahr oder jedes Jahr einmal eine Mandelentzündung, die dann antibiotisch behandelt wird. Nachdem die Restbestandteile der Bakterien nicht ausgeleitet werden, verbleiben die vor Ort und wenn das Kind wieder einen vermehrten Stress hat, kann das exacerbieren, also wieder aufflammen. Und irgendwann reagieren diese Keime dann auf das Antibiotikum, wenn es richtig eingenommen wird. Das ist das Nächste, was wirklich beachtet gehört. Das ist leider nicht der Fall von den meisten Patienten her. Man muss immer wieder darauf Wert legen. Aber sonst ist das Antibiotikum ab einer gewissen Zeit, funktioniert es nicht mehr und diese Entzündung geht natürlich weiter. Und wie bauen Sie dann den Darm auf nachher, nach so einer Behandlung? Also nach einem Antibiotika, wenn man sagt, ja, da stirbt ja alles in der Darmflora und im Magen und man soll ja Joghurt essen und so weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig an Mikroorganismen, oder? Da gibt es Omnibiotik. Therapiepräparate von der Magister Frauenwallen in Graz entwickelt. Die sind wirklich sehr, sehr gut, um die Darmflora wieder einigermaßen aufzubauen. Wobei für mich das Wichtigste ist, dass ich zuerst einmal die gesamten Toxine ausleite und schaue, dass der Mensch von seinem Stress herunterkommt. Je weniger Stress er hat, umso leichter kommt er von sich aus wieder in die Mitte. Wenn ich ihm diese Zeit gebe, dann reicht während der Antibiotikatherapie das Omnibiotik 10 dazu. Und es baut sich die Darmflora nachher wieder ganz normal auf. Okay. Und anderes Thema, Zahnbürsten. Also ich habe auf der Zahnklinik haben wir damals die Studie für Braun gemacht, wo man unter dem Mikroskop die Borstenenden untersuchen mussten im Extremverbrauch, wie tun sich die abreiben, bleiben die so kantig, machen die Schäden am Zahnschmelz und Elektro- und Handbürste. Das ist natürlich eine knifflige Frage. Die erste Frage ist einmal, verwendet derjenige wirklich regelmäßig seine Zahnbürste? Das ist einmal das allererste. Nur er, ist es eine Familienzahnbürste oder ist es für ihn? Dann, wie ist die Putztechnik? Die gelehrte Putztechnik, also die modifizierte Bastechnik, das braucht sehr geschickte Hände und er muss indirekt über den Spiegel denken können. Das heißt, da sind sogar manche Kollegen überfordert. Beim Erklären schon. Ja, und auch beim Selbstausüben, das ist ganz klar. Daher wäre das Simpelste eine simple Rot-Weiß-Technik, die wirklich gut ist. Von den Borsten würde ich eher sagen, immer eine weiche. Je empfindlicher das Zahnfleisch oder je vulnerabler das Zahnfleisch, umso weicher. Aber nicht aufhören, wenn das Zahnfleisch blutet. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Dann natürlich spätestens alle 6 bis 8 Wochen gehört die Zahnbürste gewechselt. Das ist ganz klar. Und ich empfehle eigentlich schon eine elektrische
Und zwar ist wirklich die Firma Braun mit der, es tut mir leid, ich muss jetzt der Produktbewerbung machen. Das ist die haben die Oral beste. B, die Genius, die neue, die ist wirklich sehr, sehr gut. Vor allem ist sie für die technikinteressierten Jugendlichen jetzt mit der App, die es da zum Abrufen gibt, und sie können sich dabei zuschauen. Das ist vielleicht ein zusätzlicher Ansporn, dass sie verwendet wird. Aber das ist keine Schallbürste, das ist eine normale Rotationsbürste. Das ist eine reine Rotationsbürste. Und kurz, Rot-Weiß-Technik ist Zahnfleisch zum Zahn. Zum Zahn, also zur Kaufläche. Ja. Ich würde eine Schallzahnbürste nicht empfehlen, weil für mich ist es unlogisch, dass ich da mit 30.000 oder 40.000 Schwingungen hineingehe und eigentlich den Zahnhalteapparat, die tomischen Fasern, an denen der Zahn im Zahnfach aufgehängt ist, dauernd erschüttere. Also haben Sie schon mal eine in der Hand gehabt? Ich verwende sie. Ich habe eine in der Hand, weil ich habe ein lustige Ding jetzt gehört, das ist jetzt ganz ein anderes Thema. Ein Freund von mir, der hat einen Heilpraktikerfreund in Deutschland und die haben eine Technik erfunden, draufgekommen wie auch immer, dass sie Pulver von Vitaminen mit Sojalecithin in Wasser mit einer Schallbürste 20 Minuten mischen, weil das so mikroskopisch klein aufspaltet, dass der Körper nicht so viel von dem Pulver von Vitamin braucht, weil das so klein wird, dass die Zellen sagen, ja, super, kann ich sofort nehmen, weil das so mikroskopisch klein wird wie beim kolloidalen Silber angeblich. Ja? Und ich habe die Bürste in der Hand gehabt, also ich habe Kopfweh gekriegt, über die Hand, das hat so zum Zittern. Die Hand ist heiß geworden, und ich habe gedacht, wie kann man das? Bei sensiblen Menschen ist das für mich eine Katastrophe. Wobei, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken, Sojalecithin ist für mich sowieso ein Oder Lecithin hat er gemeint, ich glaube, er hat gesagt Sonnenblumenlecithin, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das aber ist für mich Lecithin in Ordnung. Sojalecithin macht für mich ein großes Problem. Und ganz kurz auch auf diese Thematik einzusteigen, die Sojabohne hat einen Fressschutz, das sind Phytoöstrogene, um vor Fressfeinden geschützt zu werden. Und die einzige Art und Weise, in der diese Phytoöstrogene zerstört werden, ist die Fermentation. Die langfristige bei der Sojasauce, die dauert 6 bis 8 Monate. Und das ist für mich eigentlich das große Problem. Die Soja drängt überall auf den Markt als Nahrungsergänzungsmittel und es sei ach so gesund. Erstens einmal haben wir Untersuchungen, dass es bei Kindern unter Umständen zu einer idiopathischen Myasthenia gravis, also zu einer Muskelerkrankung kommt. Männer werden unfruchtbar damit, junge Männer. Abgesehen von den sonstigen Problemen, die wir sowieso haben mit dem ganzen Mikroplastik und mit diesen ganzen Sachen, die leider in der Natur bereits vorkommen und auch teilweise in der Nahrung bereits drinnen sind. Dann hat man in Japan untersucht, teilweise Atrophie, Hirnatrophie und Demenz. Auch in der Tierwelt ist es nicht ideal als Nahrungsmittel, weil wenn ich das in der Schweinemaus mache, nach 2 Monaten kommt es zum Kannibalismus, die fressen sich gegenseitig die Schwänze an und für Kälber ist es überhaupt nicht möglich. Und wir haben es deswegen in so großen Mengen am Markt, weil bei jeglicher Monokultur, und vor allem kommt es aus Amerika, alle 5 Jahre die Sojapflanze angebaut wird, um wieder Stickstoff in den Boden einzubringen für die Mais- und Weizenfelder. Und bis in die 30er, 40er Jahre hat man aus diesem Sojaüberschuss eigentlich Kunststoffe mit einer Phenolreaktion produziert. Und nachher waren aber die Kunststoffe aus der Petrochemie billiger und jetzt hat man sie auf den Nahrungsmittelmarkt geworfen. Also ich würde bei Soja sehr, sehr kritisch sein, das überhaupt umzusetzen. Gut, kommen wir wieder auf die Zahnbürsten zurück. Weil ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, weil wie ich auf der Zahnklinik war, gab es ja diesen Haken, der mit so einem riesen Docker die festsitzenden Kronen, die schief sind oder unterschüssig schon waren, rausgebracht hat. Das ist ja ein irrsinnig starker Frequenzschlag gewesen. Also das hast du eingehakt, dann ist es so duck und dann ist die Krone wieder runtergegangen. Ja. Wenn sie nicht sehr gut zementiert oder wenn sie, sonst musste man sie nach wie vor herunterstellen. Ja, genau. Aber gibt es das noch immer, dieses Gerät? Nicht mit Frequenz, man macht es mit einer Federeinstellung. Okay, entweder mit einem Gewicht mit einer Feder oder es gibt 3 Federspannungen, die man einstellen kann, wobei das meistens nur ein Versuch ist und natürlich vor allem, weil das im Oberkiefer ist, für das ganze System extrem empfindlich ist. Was wir nämlich noch nicht angesprochen haben, ist eigentlich die Osteopathie, und zwar vor allem die Kraniosakraltherapie, die eben auch Richtung Kieferorthopädie eine große Rolle spielt.
wenn ich an das Keilbein denke, also an das Sphenoid. Und das Sphenoid ist eigentlich der zentrale Knochen im Bereich der Schädelbasis, und wenn die jetzt durch eine Kieferorthopädie, durch eine festsitzende Entspannung kommt, dann kann es zu Kopfschmerzen und allen möglichen Beschwerden kommen. Früher war das Extreme mit dem Headgear, den man heutzutage kaum mehr verwendet, wo der Unterkiefer sozusagen wie mit einem Zügel zurückgezogen wurde. Die psychischen Auswirkungen, darum hat man sich eigentlich überhaupt nicht gekümmert. Ja. Weil nur wegen diesem Haken, wie ich das erwähnt habe, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, weil da war ja einfach diese irrsinnige Frequenz so stark eben in Kopfnähe. Und wie kommt man auf die Idee, eine Schallbürste zu entwickeln? Ja? Und das noch als Kinderbürste im Kopfbereich. Also das war so abartig für mich. Das ist ganz einfach, weil der Großteil der Entwicklung in vitro funktioniert und dann auf in vivo übergesetzt wird. Das heißt im Labor, und dann wird es am lebenden Objekt probiert. Das ist ja auch so gewesen mit der Abrasion des Amalgams, das hat man im Labor getestet. Also den Abrieb und was in Lösung geht. Man hat aber vergessen, dass jeder eine individuelle Situation hat, dass jeder eine andere Speichelzusammensetzung hat, eine andere Stresssituation, und das alles gehört aber berücksichtigt. Ich kann zum Beispiel auch eine Amalgamausleitung nicht beginnen, wenn der nicht fähig ist, das auszuschalten, weil dann mobilisiere ich das Ganze und das wird halt dann in einem anderen Körpersegment wieder angelangt. Genau. Also das heißt, die Ausscheidungsorgane schauen sich als Erster an. Müssen offen sein. Und reinigen und aktivieren die mal. Ne? Und was haben wir als Ausscheidungsorgane? Wir brauchen eine Leber, Niere, Darm, Blase, Lymphe. Ja, Lymphe, genau. Niere, Blase gehört zusammen, Lymphe, und natürlich auch schauen, wie ist es mit dem Abatmen, kann es abatmen. Man merkt es ja ganz deutlich, wenn es zu viel wird, wenn er dann auf einmal in der Haut die Entgiftungssymptome hat. Für mich ist die Mallorca-Akne ja nichts anderes, als wenn die Leute nach dem Winter zum ersten Mal in den Süden fahren, sich in die Sonne legen und sich wundern, dass sie dann da einen Ausschlag bekommen, weil einfach die Toxine, die im Körper gespeichert, in diesem Extrazellularraum sich angesammelt haben, dann über die Haut entgiftet werden. Man vergisst nämlich auch, dass die Niere eine Ausscheidungsgrenze bei Säuren hat. Und die liegt bei 4,2, also pH-Wert 4,2. Unter diesem pH-Wert kann die Niere nicht mehr ausscheiden, dann werden diese Säurepartikel mit Mikronährstoffen als Kompartimente im Bischen oder Extrazellulärum oder Interstitium oder Matrix, wie immer man das bezeichnen will, da laufen unterschiedliche Bezeichnungen in der Wissenschaft, dort gespeichert und blockieren natürlich den Antransport von Nährstoffen und den Abtransport von Schadstoffen aus der Zelle. Also diese Wege gehören geöffnet. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und da gehört einmal geschaut, wie kann ich das mobilisieren, wie kann das ganze System wieder in Fluss kommen. Und erst dann kann ich eingreifen. Und wie lange dauert das so im Schnitt? Also wenn ich jetzt einen Zahn zum Beispiel sage, ich würde ihn jetzt von Amalgam befreien. Bei mir in der Ordination wird es meistens so gemacht, ich habe ein Testgerät, das wurde in den späten 90er Jahren entwickelt, und das erste große Einsatzgebiet war der AC Milan und Centro Medicale, also man kann es auch im Sportbereich verwenden, und es wird über 6 Elektroden werden 1,4 Volt Strom im Positiv und Negativ, also 13 Hertz positiv, 13 Hertz negativ, in 4 Messzyklen durch den Körper geschickt. Und die Antwort gibt mir dann die Grafik, und da sehe ich dann, wo das System jetzt überlagert ist, wo ich eine virale Sache habe, wo ich eine Oxidation, das heißt eine chronische Übersäuerung habe, die einerseits ernährungsbedingt oder stressbedingt sein kann, aber auch natürlich in der dritten Messung, wo sozusagen dieser extrazelluläre Raum zu ist. Und diese Organe muss ich mal schauen, wie ich die öffne. Simple Methode wären Basenbäder, natürlich eine Lymphmassage, dann natürlich eventuell ein entsprechendes Wasser, das nicht belastet ist, das bereit ist, das noch etwas mitnehmen kann zum Entgiften, und eventuell das MSM-Pulver, das Methylsulfonylmethan, das in der Schwermetallausleitung immer ideal ist, weil eben Schwefel zu Schwermetallen eine höhere Affinität hat als der Sauerstoff. Wo wirkt es? Das wirkt am Hämmolekül des Hämoglobins.
Dort ist der Sauerstoff in einer Doppelschwefelbindung angebunden und diese Bindung ist relativ flexibel. Und dort kann ich natürlich über das MSM das Schwermetall abfangen und damit kriege ich wieder vermehrt Sauerstoff. Natürlich zusätzlich wichtige Sache ist Ernährung und Bewegung. Ja, klar. Also das heißt, mit solchen Sachen arbeiten Sie mit Homöopathie? Natürlich, mit Spagyrik. Ja. Mit Spagyrik, sehr, sehr wichtig. Spagyrik ist eigentlich wesentlich älter als die Homöopathie. Paracelsus hat es bereits verwendet. Die moderne Spagyrik kommt ohne Metalle und ohne tierische Produkte aus. Und das Schöne an der Spagyrik ist, der Betroffene muss nicht daran glauben, sie wirkt, ohne dass er daran glaubt. Gut, noch ein Thema, ein letztes vielleicht, Fluor, Zahnpasten. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Da müsste man einmal den Fluoridgehalt des Trinkwassers in Österreich schauen. Wie ich damals vor vielen Jahren auf der Zahnklinik war, hat es da eine Statistik oder eine Aufstellung gegeben. Zum Beispiel im Waldviertel war der Fluorgehalt so hoch, dass man eigentlich auch die Fluorose, die weißen Flecken im Zahnschmelz hatte. Das heißt, die brauchen auf keinen Fall etwas. Dann hat man die Zymafluor-Aktionen teilweise, in Ostösterreich waren die häufiger als in Westösterreich. In Westösterreich also diese Tabletten, diese kleinen Tabletten zu nehmen mit einem Viertelmilligramm. Ich glaube, das größte war 1 Milligramm, glaube ich. Die größten, oder war es nur ein halbes Milligramm? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Und dann hat man die fluorhältigen Zahnpasten entwickelt. Das Problem der Zahnpasten ist wiederum ein ganz anderes. Also da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns nicht ganz verirren. Ich bin dieser Sache relativ kritisch gegenüber. Ich sage, wenn die Eltern glauben, unbedingt etwas tun zu müssen und das Kind ist groß genug, dann würde reichen, einmal pro Woche oder einmal alle 14 Tage mit einem Fluorgel, das gibt es, die Zähne zu putzen und eine halbe Stunde nicht auszuspülen. Eine andere Möglichkeit, wenn es der Erwachsene unbedingt haben möchte, ist, im Rahmen einer professionellen Mundhygiene nachher mit einer Fluortuschierung die Zähne zu behandeln, also zusätzlich zu schützen. Im Prinzip, wenn der Mensch sich einigermaßen vernünftig ernährt, braucht er das nicht wirklich. Ich kann eine spagyrische Lösung, die diese Mineralisierung anregt, sehr wohl verabreichen, weil der Vorteil bei der Spagyrik ist, dass durch die Veraschung der Pflanzenrückstände also das Verbrennen. Spurenelemente und Mineralstoffe in die Lösung geraten. Das heißt, man kann das sehr wohl ergänzen über eine spagyrische Dosierung, die wesentlich verträglicher ist als alles andere. Das größere Problem, was wir dabei haben, ist eigentlich, weil man ja so von der Fluorvergiftung spricht, sind die teflongeschichteten Pfannen. Weil in dem Moment, in dem die einen Kratzer hat und ich erhitze das, entsteht Tetrafluorid und das ist hochtoxisch. Also ich würde eher sagen, dass man in der Küche auch entsprechend vorsichtig mit seinen Geräten agiert. Bevor man die Tabletten verteufelt. Ja. Und warum überhaupt Fluor? Also wie kommt man auf das? Es geht um die Härtung des Zahnschmelzes und um das Einlagern der entsprechenden Fluoridformen in den Schmelz, damit der widerstandsfähiger ist. Vermeiden kann ich das mit einer vernünftigen Ernährung, mit einer vernünftigen Zahnputztechnik und nicht dem Naschen zwischen den Mahlzeiten. Ja, das ist einer der Hauptpunkte, wenn das Kind da jetzt in der Dreh- und Trink... Das Kind. Sagen wir das Kind. Das sagen wir jeder Mensch. Aber Kinder haben ja früher gern das Dreh und Trink gehabt oder irgendwelche zuckerhaltigen Getränke und das ist das Hauptproblem, weil dadurch das Milieu sauber wird. Es ist ja auch so, dass man nach dem Zähneputzen, wo ja durch die leichte Abrasion natürlich der Schmelz eine Spur angegriffen wird, man keine säurehaltigen Nahrungsmittel zu sich nehmen sollte, keinen Apfel, mindestens eine halbe Stunde. Wenn bei mir in der Ordination eine Mundhygiene gemacht wird, sollte derjenige nachher 2 bis 3 Stunden maximal Wasser trinken und nichts essen, damit sich aus dem Speichel das sogenannte dritte Schmelzhäutchen von selbst bildet und die Zähne wiederum schützt. Im Prinzip reicht das voll aus. Okay. Und also ich habe fluorlose Zahnpasten seit
2001 verwende ich die. Also welche haben Sie, die Sie empfehlen? Ich verwende sehr gerne die klassische Parodontax, die hat kein Fluor drinnen. Ja, die ist zwar sehr salzhaltig und damit zum Gewöhnen. Ich verwende relativ gern ayurvedische Zahnpasten. Genau. Die Vico oder ja, da gibt es einige mit Neem. Die Neem. Dann gibt es auch französische, sehr wohl am Markt. Man muss immer schauen, was man da hat und wie man das abwechselt. Das Entscheidende an einer Zahnpaste ist, dass sie nicht so viel Stemmkräuter, sprich Scheuerstoffe in sich hat. Das ist der wichtigste Punkt. Nach dem Krieg hat man ja mit Asche die Zähne das ist. Oder wenn ich an Afrika denke, die Zahnhölzer. Ja, genau. Die in Indien genauso. Ja, natürlich. Neem ist etwas ganz anderes. Neem ist natürlich aus der ayurvedischen Medizin nicht wegzudenken, weil es eigentlich eine Pflanze für fast alles ist. Genau. Und so ein wunderbares Geschenk, das die Natur eigentlich Indien dadurch gegeben hat. Gut, haben Sie noch was Sie uns erklären wollen? Unter einer Stunde? Ich glaube von meiner Seite aus, es war mehr als genug an Informationen. Die Leute müssen darüber sehr, sehr viel nachdenken und das sickern lassen. Wichtig vielleicht noch zum Abschluss ist, das Allerwichtigste ist die eigene Stressvermeidung. Ja gut, nicht. Ja. In jedem Bereich. Man kann bei Ihnen noch Termine kriegen, also Sie sind nicht komplett zu. Und Sie sind ein Kassenarzt, nicht privat? Okay. Ich bin ein Kassenarzt, wenn diese Leistungen sind zum Teil natürlich privat, aber da wird vorher schon etwas über die Kosten gesagt, das ist ganz klar. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Jetzt habt ihr was zum Googlen. Kontaktdaten blenden wir unten ein. Abonniert bitte unseren Kanal und ihr könnt uns auch gerne sponsern und bitte die Glocke, weil sonst kriegt ihr keine Informationen über unsere Videos. Danke. Dankeschön.